Ladies and Gentlemen, ich sitze hier gerade im Berliner Studio von Peter Maximilian Ronsdorf. Künstler, Creative, Fashion Brand Designer hinter Bubblegum Studios, Sohn, Bruder und Freund. Aktuell gehen seine Kunstwerke gerade durch die Decke, werden weltweit eingekauft und unter anderem in München, Hamburg, Berlin, Boston, Stockholm und bald auch Melbourne, Australien ausgestellt. Der Artsy-Mann, der für Cropped Shirts und Schlaghosen auf Instagram bekannt ist, den darf ich heute als Gast begrüßen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son, herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Peter, was für eine Ehre, bei dir zu sein. Willkommen im Studio. Yes. Showroom / Podcast Booth / heilige kreative Hallen. Multipurpose Ja, Department. absolut. Sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Es passiert gerade sehr viel. Wir haben ja schon ein bisschen geredet auf der Herfahrt. Genau, es kocht viel, es passiert viel. Genau, in der Kunstwelt passiert viel. Privat auch einfach viel. Umstrukturierung, Expansion. Genau, das ist alles sehr spannend. So dass man fast nicht hinterherkommt, so innerlich. Aber das ist alles spannend und ich versuche das zu genießen. Aber so im Großen und Ganzen. Wenn du es zusammenfassen könntest in ein Gefühl, was wäre das? Ich hätte vielleicht ein negatives Bild, wo ich eigentlich ein positives Gefühl rein denke. Es ist so ein bisschen wie, wenn man mit dem Auto fährt und auf Eis rutscht und das Lenkrad festhält, das Auto sich aber weiter bewegt und man eigentlich nicht mehr lenken kann. Und das im positiven Sinne, so fühlt sich das ein bisschen an. Okay. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, gerade lenken zu können, und alles passiert einfach. Und dennoch ist es positiv, spannend, aufregend, Ja. abenteuermäßig. Ja, durch und durch. Okay. I see. Wir werden gleich nochmal über all die Sachen reden, hoffentlich. Ja. Bevor wir dazu kommen, nimm uns ein bisschen rein. Wie beginnt deine Geschichte? Woher kommst du eigentlich? Wie bist du dort gelandet, wo du jetzt gerade unterwegs bist? Und was ist dein Background? Gerne. Also, ursprünglich komme ich aus dem Pott. Also da bin ich geboren und dann ich habe ja 4 Geschwister, dann sind wir, als ich 5 war, ins tiefe Allgäu gezogen. Schön nah ran an die Alpen. Ein Haus umzingelt mit Feldern voll mit Kühen. Also The Promised Land. Ja? The Promised Land, die Pott-Mentalität gemischt mit der Naturverbundenheit. Ja. So sind wir dann aufgewachsen. Also eine recht interessante Mischung so. Genau, das hat auch schon, also so was mit, wenn es um die Kunst geht, hat auch schon recht früh angefangen. Also ich glaube, man hat im Kindergarten und auch in der ersten, 2., 3. Klasse schon viel gemalt und da auch schon gemerkt, dass ich vielleicht eine kreative Ader habe. Und dann habe ich, glaube ich, mit 14, also knapp 10 bis 12 Jahre her, hat mein großer Bruder mir in unserem großen Keller, wo er angefangen hat zu malen, also wirklich Großformate zu malen, mir das so ein bisschen gezeigt und dann habe ich Blut geleckt ganz schnell. Dein großer Bruder Felix. Ah, okay. Genau. Der jetzt Pastor in Leverkusen ist. Ja. Hat mir das so gezeigt und ich war direkt begeistert. Und dann genau war das alles so in dieser Umgebung von, also wie gesagt, außenrum eigentlich nur Kühe. Und jetzt nicht unbedingt die Umgebung, wo man jetzt viel Inspiration kunstwise bekommt, von anderen Künstlern vielleicht oder irgendwie mit Menschen umgeben ist, die auch so sich kreativ ausleben. Ja. Deswegen kam die ersten Inspirationen halt durch Kunstbücher. Der Künstler, der mich dann, glaube ich, final dazu gebracht hat, das war auch eine große Inspiration von Felix, war Jean-Michel Basquiat. Okay. Der erste, jetzt sagt man People of Color, in der Kunstgeschichte, der einen großen Namen bekommen hat. In den
60er, 70er Jahren in New York. Und der hat mich total begeistert. Und auch, man sieht auch sehr, sehr stark die Inspiration da, die da einfließt. Genau, bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen, die 3 sind älter, eine Schwester ist jünger. Und Felix war der Einzige, der so in die Kunstrichtung gegangen ist, unter anderem. Der jetzt auch gar nicht mehr malt, der, glaube ich, dann auch 2, 3 Jahre später aufgehört hat zu malen und ich ihn sozusagen abgelöst habe. Hat er dir den Stab gegeben, ja? Ja, wirklich, es war echt, so hat es sich ein bisschen angefühlt. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich jetzt da wäre, wo ich jetzt bin, wenn er mir das nicht gezeigt hätte oder wenn er mich nicht da... Der war mir schon immer ein großes Vorbild, zu dem habe ich immer aufgeblickt. Das war bestimmt auch mit ein Faktor, wieso ich das cool fand und wieso ich dachte, so geil hier im Keller mit meinem großen Bruder abhängen und irgendwas malen. So. Ja, wie lustig. Ja. Wie alt ist er? Oder wie viel älter ist er als du? Gute Frage. Ich glaube, er ist jetzt 32 oder sogar. Ja, 32. 32 sollte stimmen. Also 5 bis 6 Jahre älter. Ja. Genau. Okay, ja, das ist ja schon ein großer, oder was heißt groß, aber schon ein ordentlicher Abstand. Auf jeden Fall, ja. Sodass man als kleiner Bruder dann auf jeden Fall so sein möchte, in vielen Fällen wie der große Bruder. Ganz genau, ganz genau. Eigentlich immer eher zu Alex, also zu meinem nächsten Bruder, war immer eher so der auch der Spielkumpane und der einem alles so ein bisschen gezeigt hat. Die hatten so unterschiedliche Rollen für mich. So Alex war der mir am nächsten war und Felix war der, zu dem man so aufgeblickt hat und der eigentlich gewünscht hat zu sein wie er und der dann auch, als er dann aufgehört hat zu malen, ich glaube unter anderem war der Grund, weil er umgezogen ist, einmal nach Ulm, er ist nach Berlin umgezogen. Da war er, glaube ich, 2021. Das war dann natürlich auch das große Ding, so da habe ich auch schon über Berlin nachgedacht und dachte so, boah, Berlin. So das innerliche Mekka, wo man irgendwann unbedingt mal hin muss. Genau. Und tatsächlich sind wir jetzt in Berlin, ja. Jetzt sitzen wir hier in Berlin in meinem Atelier und ja, ganz, ganz wilde Reise. Ja, glaube ich und weiß ich auch teilweise. Ja. Okay. Sind deine Eltern künstlerisch angehaucht? Mein Vater nicht. Mein Vater ist eher der Denker. Okay. Dessen Leidenschaft eher das Theologische ist und Bücher zu schreiben darüber, über diese Themen. Ich würde mal behaupten, dass die künstlerische Ader eher aus der Familie meiner Mutter kommt. Da sind alle so, also meine Tanten und Onkel von meiner mütterlichen Seite sind alle recht kreativ veranlagt, sage ich mal. Manche mehr, manche weniger ausgeprägt. Aber meine Mama hat schon ihr ganzes Leben, also auch mit uns, immer gebastelt, immer in alle möglichen Richtungen irgendwas gemacht. Und das ist auf jeden Fall von ihr, würde ich sagen, kommt das, ja. Du sagst, du bist dann theoretisch auf dem Land aufgewachsen. Wenig künstlerische Impulse in diesem Sinne. Aber ich habe das Gefühl, dass es ganz oft so ist, wenn so ein Umfeld da ist, wo eigentlich nicht viel auf dich einprasselt, das dich super kreativ macht, weil du theoretisch den Raum dazu hast, dich zu entfalten. Was würdest du dazu sagen? Ist das auch der Fall bei dir gewesen, jetzt neben der Inspo, die du genannt hattest? Oder wie sieht's da aus? Ich glaube, ja, da ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, wie man so arbeitet, wenn man diese Menschen um sich rum hat, zu dem, wie wenn man diese Menschen nicht um sich rum hat. Ich merke auf jeden Fall, dass ich sehr viel ausprobiert habe, aber also ohne jetzt großartig Inspiration zu haben, irgendwann war dieser Jean-Michel, also dieser Basquiat-Film, in dem ich wirklich war, also ich habe eigentlich nur noch so gemalt für ein paar Jahre, bis es mich irgendwann gelangweilt hat oder wie ich irgendwann so war, so ich brauche jetzt mal was Neues und irgendwann willst du ja auch deine eigene Handschrift finden, dass die Leute erkennen, dass du das bist und nicht einer der großen Meister, den man einfach nur wieder irgendwie kopiert, überspitzt gesagt, dass ich ohne Inspiration von außen irgendwann so ein bisschen an eine Decke gestoßen bin, weil ich gar nicht gesehen habe, was es für Möglichkeiten gibt, weil ich an sich keine Ahnung von Kunst habe. So. Mittlerweile ist man ein bisschen belesener, aber
man ist nie in Museen gegangen. Ich gehe auch immer noch relativ wenig in Museen, weil ich irgendwie mittlerweile so eine Quelle in meinem Kopf habe, wo das halt einfach raussprießt, weil man mittlerweile auch sehr viel gesehen hat. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es auf jeden Fall gut tun kann, erstmal nicht diese Menschen um sich rum zu haben. Oder diese unaufhörlich sprießenden Quellen von Inspiration, weil man einfach selber was macht. Ja. Weil man einfach selber, es bleibt oder wird authentischer, weil man hat nichts zum Kopieren. Man hat niemanden, wo man sagt, finde ich geil, will ich auch machen, weil diese Gefahr wird ja umso höher, umso mehr Menschen man um sich rum hat, die auch geilen Scheiß machen. So. Deswegen, ja, kann ich dem auf jeden Fall so schon zustimmen, was du sagst. Ja. Ja, ich denke, es ist halt wichtig, diesen Space zu haben, auch wahrscheinlich die Langeweile zum Teil auszuhalten und da zu sitzen oder zu stehen oder wie auch immer und irgendwie aus sich heraus das herauskitzeln zu müssen oder pressen zu müssen. Ja. Das, ich glaube, dich trainiert einfach mit der Zeit, künstlerisch dich selbst auszudrücken und nicht direkt immer, ich sag mal, die schnelle Lösung zu finden. Ja. Mit, ich lasse mich inspirieren und habe dann direkt schon irgendwie ein vorgefertigtes Bild im Kopf. So, ne? Absolut. Aber ja, interessant. Was sind so signifikante Ereignisse in sonst deiner Kindheit gewesen und in deinem Aufwachsen im Allgäu, die dich bisher geprägt haben? Wow. Ich glaube, wenn ich jetzt über die Kunst nachdenke, ne, das kann man ja so ein bisschen separieren, die Kunst, ich glaube, das, was mir das erste Mal, das kann jetzt auch recht unspektakulär klingen, aber ich habe einen Malwettbewerb gewonnen, irgendwie in der ersten Klasse. Ich erinnere mich auch noch genau an das Bild, was ich gemalt habe. Ich habe so einen Malwettbewerb gewonnen und das hat mir irgendwie damals schon so einen Ego-Push gegeben auf jeden Fall, aber vor allem eher so ein Ding so, okay, das ist was mir liegt und es fällt mir vor allem leicht. So. Ich habe immer noch ADHS, nicht mehr so ausgeprägt. Im Teenie-Alter war das noch extremer, aber ich glaube, das habe ich in der ersten, zweiten Klasse schon gemerkt, ohne dass ich jetzt wusste, dass ich so eine Veranlagung habe. Das hat sich auf jeden Fall auch immer durchgezogen und das ist mir ein bisschen schwer gefallen, bei einer Sache zu bleiben. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, was mir irgendwie in den Kopf gekommen ist, an Hobbys, die man ausprobieren kann, ob es Fußball, Karate, Tischtennis, Leichtathletik, zu Hause Buden bauen, meine Mama damit nerven, was ich alles für Ideen habe, die jetzt auch sofort umgesetzt werden müssen, weil ich nicht die Geduld dafür habe. Das hat alles so ein bisschen geprägt. Das heißt, sehr konstant habe ich einfach extrem viel Zeug ausprobiert, was meine Mama dann ja auch irgendwann wusste, spätestens in der Woche wieder verworfen ist. Nichts Bleibendes, nichts, was irgendwie, wo man sagen könnte, ja, das ist das, was der Junge jetzt macht, sondern eher so, gut, das ist das nächste jetzt, mal gucken, was nächste Woche kommt, gucken, was die Woche danach kommt. Vielleicht hält es auch nur 2 Tage. Und dann ging es auch immer so ein bisschen darum, ne, kostet das jetzt Geld? So muss ich ihm jetzt einfach nur ein paar Wäscheklammern und eine Decke kaufen, dass er ein bisschen Buden bauen kann? Oder will er auf einmal irgendein Equipment haben für irgendeine Sportart oder irgendwas Bestimmtes, was er sich jetzt wieder für Fuß in den Kopf gesetzt hat? Ja. Aber so prägnante einzelne Ereignisse ist es eher nicht so, sondern eher einfach ein konstantes, durchgehendes Ausprobieren und dem nachzujagen, was mir als nächstes in den Kopf kommt und irgendwie so eine Unersättlichkeit und auch so also jetzt würde ich es vielleicht Ambition nennen, damals war es eher so eine Unruhe und oder nicht eine Kraft, aber halt wenn man halt ADS hat, dann hat man Energie, immer weiterzumachen und gerade so eine Euphorie, die einen immer schnell trägt und dann auch zu einem Höhepunkt bringt und dann darf man das ausprobieren. Einen Tag später ist es schon wieder weg. Und so ein intrinsisches Drängen einfach. Ja, genau. Etwas zu erleben, auszuprobieren, auszutesten,
die eigenen Grenzen vielleicht hier und dort Absolut. abzuchecken. Okay. Wie würdest du das vielleicht allgemein auf deine Kindheit beziehen? Jetzt nicht nur auf die Kunst, sondern wie war die Dynamik dort mit deinen Eltern? Du hast schon ein bisschen erzählt, mit deinen Geschwistern. Ja. Wie ist es so aufzuwachsen als Peter Ronsdorf, Peter Maximilian Ronsdorf im Allgäu, eigentlich aus dem Pott, mit all den inneren Drängen? Ja, es war auf jeden Fall interessant, weil das Allgäu, ich bin dort direkt in den Kindergarten gekommen, als wir dann mit 5 dahin gezogen sind. Und da herrscht eine gewisse Mentalität und so kulturelle Eigenschaften, die so im Allgäu oder die jede Kultur so ein bisschen an sich hat, die für Außenstehende ein bisschen befremdlich wirken können. Und gerade für die Leute, die in dieser Kultur oder mit dieser Mentalität im Kopf leben, für sie es befremdlich sein kann, wenn auf einmal was Fremdes von außen kommt. Und das hat man uns schon merken lassen, so, ne, wenn man auch so ein klares Hochdeutsch spricht und du kommst ins Allgäu so, dass dann die Kids, mit denen man halt die Zeit im Kindergarten verbringt, ziemlich starken Dialekt sprechen. Und man dafür dann erstmal, dass sich halt immer wieder anhören muss und so. Was am Anfang recht stark war, das hat dann gut nachgelassen, ne? Man hat dann auch einfach Freunde gefunden. Aber so, wir mussten da uns erstmal eingrooven, haben da auch ein Haus gekauft und renoviert. Ich finde, ich bin jetzt sehr froh um diese Mischung, also im Pott so die ersten 5 Jahre mitzunehmen und auch so die Mentalität aus dem Pott mit der Mischung, dass man dann in der Natur aufgewachsen ist sozusagen, finde ich irgendwie ganz gut. Ich muss auch sagen, früher war es vielleicht anstrengend mit 4 Geschwistern, weil man sich auch viel gestritten hat und war bestimmt immer viel los, ne? Es war immer viel los und jeder hat seine eigenen Wünsche und die Eltern versuchen allen irgendwie nachzukommen. Ich würde es mir, wenn ich es jetzt nochmal machen könnte, würde ich mir auf jeden Fall es wünschen, mit genau den Menschen genauso aufzuwachsen. So. Weil man einfach super sozialisiert wird, habe ich das Gefühl. Nicht, weil ich so super sozialisiert bin, sondern einfach, weil du merkst, okay, du lernst es halt anzuecken und zu diskutieren und Lösungswege zu finden und deinen Mund aufzumachen, wenn du was willst und wenn du was brauchst, anstatt einfach nur auch immer zu bekommen, was du willst, sondern dass du ein bisschen auch dafür kämpfen musst, was du haben willst. Ja, das Miteinander wahrscheinlich auch, ne? Genau. Kompromisse zu finden, auch nicht alles läuft immer nach deiner Nase. Ganz genau. Und gleichzeitig für dich einzustehen. Ich glaube, das bringt dir so eine Geschwisterdynamik auf jeden Fall bei und bereitet dich fürs Leben vor. In den meisten Fällen positiv, würde ich sagen. Ja. Okay. Genau, und auch da kann ich auch super froh drum sein. Ich bin behütet aufgewachsen. Meine Familie, das Leben in meiner Familie, wir sind jetzt alle verstreut mittlerweile über Deutschland so, aber wir haben ein super Verhältnis. Ich liebe meine Geschwister, die meisten sind verheiratet. Meine Eltern, also das ist alles sehr gesund. Und wir haben alle ein sehr inniges Verhältnis. Ist jetzt nicht so, dass man wöchentlich telefoniert miteinander alle, aber wenn wir uns sehen, dann ist alles super und dann ist alles gut. Und man kann mit jedem sich lange hinsetzen und reden und ja, da bin ich sehr froh drum, weil es gibt halt auch viele Familien, in denen das halt überhaupt nicht so ist. Und Familien, in denen das irgendwie eher normal ist. Ja. Genau, eher normal ist, dass man halt sich selten sieht, wenig miteinander Kontakt hat. Und das ist bei uns auf keinen Fall so. Das ist also alles sehr behütet aufgewachsen und sehr gesund und natürlich gab es auch Krach, aber nur der macht es ja auch gesund. So, ne? Absolut. Hilft. Ja. Hilft. Wenn du deine Familie oder die Familiendynamik beschreiben könntest in 3 Schlagwörtern, was würdest du sagen? Laut. Laut auf jeden Fall. Wenn ich mit meinen Brüdern zusammenkomme, wir merken es gar nicht selber, wie auf einmal die Dezibelzahl steigt und die Organe lauter werden. Und die Leute alle verschwinden oder was? Ja, und alle um uns herum werden ruhiger und wir laut werden. Also auf jeden Fall laut. Ja. Innig. Jetzt würde ich sagen innig/intensiv. Und witzig. Ja. Wir lachen extrem viel zusammen. Wir sind laut.
Und sind alle sehr ehrlich miteinander. Bei uns werden Sachen nicht durch die Blume gesagt, sondern sehr, sehr direkt. Im Negativen wie im Positiven. Also es gibt jetzt nichts, was irgendwie zurückgehalten wird, weil man jetzt den anderen vielleicht irgendwie verletzen könnte oder, ne, aber es wird einfach sehr offen gesprochen. Ja. Wie hat dich das als Künstler geprägt? Diese Art von Beziehung zu führen oder zu haben, diesen Kontext als ich sag mal, Mensch, ja, genießen zu dürfen, zum gewissen Anteil. Wie überträgt sich das auf, ich sag mal, deine Profession aktuell? Ich glaube, da bin ich aber auch vielleicht ein bisschen alleine unter meinen Geschwistern. Ich habe, glaube ich, einfach gelernt, Sachen zu machen. Also einfach nicht großartig nachzudenken, sondern von diesem durchgehenden Ausprobieren und Machen und Lernen und auf die Fresse fallen und wieder aufstehen und wieder von vorne anfangen. Und auch nicht großartig drauf zu hören, was jetzt jemand anders denkt, was mir vielleicht meine Geschwister gesagt haben, so, lass das mal, Peter, das klingt ziemlich nach keinem guten Plan oder es klingt nach voll dem guten Plan, hat mich nie so sehr beeinflusst, dass ich dann Sachen gelassen habe. Sondern ich habe einen Dickkopf bekommen, glaube ich. Einen Dickkopf bekommen, habe gerne diskutiert, weil ich oft und viel dachte, dass ich absolut richtig liege. Und dass das Monopol der Wahrheit bei mir liegt und meine Geschwister sich hinter mir anstellen können. Das habe ich, glaube ich, gelernt und das hat sich dann vor allem eher erstmal durch Bubblegum Studios geäußert, so, dass ich das einfach gemacht habe. Dass ich einfach die Bauteile gesehen habe, sie irgendwie zusammengefügt habe und gemacht habe. Und ich glaube, eine große Risikobereitschaft habe ich gelernt. Oder was heißt gelernt? Habe ich so in die Wiege gelegt bekommen, dass mir das Risiko eigentlich egal ist, sondern weil ich halt sehe, was möglich ist und dann einfach mache und sehr kompromissbereit bin und auch es in Ordnung finde, Kollateralschaden hinzunehmen, der sich auf diesem Weg halt bilden kann. Nicht anderen gegenüber, sondern mir gegenüber. Ja, einen gewissen Preis zu bezahlen einfach. Genau, einen gewissen Preis zu bezahlen und zu sagen, okay, wenn ich dafür halt das machen muss, dann mache ich das halt so. Ja. Wenn ich in meiner Bude stehe, hier 300, 400 Pullis liegen und ich auf meinem Sofa siebdrucken muss und die Kartons sich unter die Decke stapeln, dann mache ich das. Dann ist das für mich überhaupt kein Problem, weil ich weiß ja, wo ich hin will. So. Ich glaube, das sind die Dinge, die ich dadurch auf jeden Fall gelernt habe und auch absolut große Faktoren davon sind, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Ja. Okay, nimm uns mal rein. Das war dein Background und wie ist jetzt die Reise gewesen vom Allgäu hin bis nach Berlin? Du hattest ein paar Zwischenstationen, weiß ich. Ja. Erzähl uns gerne mehr. Nachdem ich meine die Wirtschaftsschule in Kempten beendet habe, bin ich nach Augsburg gezogen und habe dort mein Fachabitur gemacht in Kunst und Gestaltung. Das ist, glaube ich, auch die einzige schulische Ausrichtung, wo ich mich ein bisschen in Richtung Kunst bewegt habe. Würde jetzt aber nicht sagen, dass mich das irgendwie mehr in die Richtung Kunst bewegt hat. Ich habe davor gemalt und danach gemalt und auch währenddessen immer noch gemalt, aber das hat mich eher genervt. Also Schule hat mich sowieso immer genervt. Damit bin ich auch, glaube ich, gar nicht alleine, aber ich habe mich nie um Schule geschert. Für mich war immer aus dem minimalsten Aufwand das maximalste Ergebnis erzielen. Und das maximalste Ergebnis war ein 4er-Schnitt. Ja, durchzukommen. Einfach nur, dass es klappt und am Ende ist mir das alles egal. Ja. Weil ich sowieso mein eigenes Ding machen wollte. In Augsburg habe ich dann mein Fachabitur beendet. Auch, glaube ich, mit 3,9 oder so. Also ganz knapp daran vorbei. Hättest du jetzt nicht verraten müssen, aber ja, danke für die Offenheit. Aber so auch ganz knapp daran vorbei, dass es überhaupt geklappt hat. Ja. Und dann... Und du warst alleine in Augsburg, also ausgezogen, richtig? Genau, ich war ausgezogen, habe bei einem Freund gewohnt, da war ich glaube 17, als ich hingezogen bin. Oh, krass. 19, als ich... Schon ungewöhnlich. Ja, voll. Ja. Also ich habe bei einem Freund
durfte ich einziehen und Augsburg war ja auch nur eine Stunde von uns zu Hause entfernt. Okay, verstehe. Weil davor bin ich halt, am Anfang bin ich direkt nach Augsburg gezogen. Am Anfang bin ich noch gependelt und bin halt jeden Morgen eine Stunde nach Augsburg gefahren und nach der Schule wieder eine Stunde zurück, was sich dann halt angeboten hat. Okay. Danach war ich kurz in Kamerun tatsächlich für 4 Monate. Das war ein Projekt von einem Missionswerk, was didn't turn out as expected. Es war irgendwie nicht so. Ich dachte so, dass diese Zeit, es waren irgendwie 6 oder sogar mehr Monate angedacht und ich dachte, das wird mein Leben 180 Grad wenden und ich werde, weil ich mich schon trotzdem ein bisschen lost gefühlt habe, ich wusste nie so ganz, was will ich denn eigentlich machen mit meinem Leben. Der Traum, freischaffender Künstler zu sein und davon zu leben, der war immer im Kopf, aber den habe ich so abgeschrieben gehabt, weil die Wahrscheinlichkeit so niedrig ist, da hinzukommen. Da war ich auch schon wieder sehr gut, das wird sowieso nichts. Ich werde irgendwas anderes machen. Dann bin ich aus Afrika wiedergekommen und habe direkt ein paar Monate später in Fürth in Nürnberg, eine Ausbildung bei IKEA angefangen. Kommunikation und Interior Design. Okay. Interessant. Klingt auch schon wieder sehr viel cooler, als es ist. Okay. Im Endeffekt ging es um die Einrichtung der Showrooms. Okay. Das, was jeder Kunde gerade durchlaufen muss bei Ganz IKEA, genau. um ganz am Ende dann einkaufen zu können. Um endlich durch dieses Labyrinth zu kommen. Ja, okay. Du warst verantwortlich dafür. Ich war verantwortlich dafür. In Nürnberg. Ich sage immer, dass ich eigentlich war ein Hausmeister mit Farbgefühl. Okay. Also es war nichts, es ging so gar nicht in die Richtung, in die ich es erwartet hatte. Ich wollte natürlich was Kreatives machen. Es war am Ende irgendwie Fließbandarbeit. Wenn du dann als Azubi sogar noch mehr, ne, wenn du dann so einen Raum eingerichtet hast mit irgendeinem Zuarbeiter, so, kommen nochmal 3 Manager vorbei, geben alle nochmal ihren Kommentar ab nacheinander und am Ende hast du eigentlich irgendwie nur Möbel aufgebaut und diese irgendwie so hingestellt, wie jemand anders das kennen möchte. Okay. Wenig Spielraum jetzt. Zero. Ja, okay. Zero. Das hat 6 Monate gehalten. Nach 6 Monaten habe ich gekündigt, ohne meiner Mama Bescheid zu sagen. Ich habe gekündigt, ich saß in der Berufsschule, war so, das geht nicht mehr. Es muss aufhören. Habe in der Pause gekündigt, bin wieder nach der Pause in die Klasse, habe meinem Lehrer gefragt, ich habe mich gemeldet und gesagt, ich habe gerade gekündigt, kann ich nach Hause gehen? Und der so, ja, passt, dann können Sie nach Hause gehen. Bin nach Hause gefahren, habe meine Sachen gepackt. Sehr respektvoll, aber ja. Ja. Und bin schon nach Kempten gefahren, also nicht direkt ausgezogen, ich habe auch in der WG gewohnt. Bin nach Hause gefahren, bin in München umgestiegen, um dann nach Kempten zu fahren. Und habe meine Mama angerufen, weil mich jemand vom Bahnhof hier abholen muss. Und ich rufe meine Mama an und sage, Mama, kannst du mich vom Bahnhof abholen? Die so, ja, warum? Musst du nicht arbeiten? Und dann habe ich weiß auch nicht, wieso ich so dumm war und einfach am Telefon gedroppt, ja, ich habe gekündigt. Und das gab ein Theater zu Hause. Oh, okay. Weil meine Mama oder meine Eltern oder meine ganze Familie halt gewohnt sind, dass ich Dinge anfange und nicht zu Ende mache. Okay. Schule mit Ach und Krach geschafft. Dann früher alle Hobbys angefangen, aufgehört. Nach Afrika gegangen, nach 4 Monaten abgebrochen. Nach Nürnberg gezogen, nach 6 Monaten abgebrochen. Es war so, okay, was wird denn aus dem Jungen? Eine gewisse Sorge. Ja, eine gewisse Sorge und so auch den Wunsch, Okay. Jetzt hat er mal was Vernünftiges und bricht es auch noch ab. In dieser Zeit, in den letzten 2 Monaten in Nürnberg, das war die Kaffeemaschine, oder? Ich hatte in Nürnberg die Möglichkeit, ein Atelier anzumieten und habe dort auch weiter gemalt. Da war dann auch Basquiat nicht mehr das Ding, sondern Gerhard Richter. Vielleicht sagt es irgendwem was. In der Zeit kam der Wunsch oder kam auch die Frage so auf, so, Peter, du weißt, dass du bald kündigst. Was machst du mit deinem Leben? Freischaffender Künstler, unwahrscheinlich. Und dann dachte ich irgendwie, da kam das erste Mal der Gedanke, okay, ich könnte meine Kunst irgendwie auf Klamotten bringen und das dann verkaufen. Und dann habe ich irgendwie mit meinem letzten Ausbildungsgehalt für ein paar 100 Euro bei ASOS ganz viel Blank-Zeug eingekauft. Pullis, T-Shirts, Hosen und habe
einfach angefangen, da drauf zu scribbeln, also einfach irgendwelche Schriften, Writings, Wordings drauf zu hauen und so Stofffetzen drauf zu nähen. Und ich habe bestimmt 30, 40 verschiedene Sachen gemacht. Und einer von diesen Sachen war der God's Plan Hoodie. Der erste gelbe Pulli von Bubblegum Studios, wo so ein gestreiftes Patch hier drauf genäht war. Auf der einen Seite stand dreimal so verschoben God's Plan und da hinten drauf war eine Bridge oder der Chorus von Corey Asburys Reckless Love. Ich dachte, ein oranger Pulli war in meinem Kopf gespeichert. Ja, es ist so ein Ocker. Okay. Es ist so ein Senfgelb, okay, könnte man sagen. Okay, dann ist es doch der, ja. Okay. Und das fing dann schon so an, also so ein paar Wochen später habe ich dann gekündigt und die Leute ich habe diesen Pulli gepostet und es haben halt super viele geschrieben, dass sie diesen Pulli haben wollen. Und in meinem Kopf war es dann schon so, weil ich habe das ja mit einem wirtschaftlichen Gedanken gemacht. Ich war nicht nur so, ich male jetzt kurz auf Pullis, sondern ich habe Geld in die Hand genommen und habe gedacht, okay, ich will das eigentlich verkaufen. Und habe meinen Eltern dann natürlich schon gesagt, als ich dann zu Hause saß und mir anhören musste, okay, wieso, Peter, was ist los? Deine Ausbildung abgebrochen? Ja, ich starte jetzt mit dem Modelabel durch. Das funktioniert schon alles. Ich rock das schon alles. Du warst wie alt nochmal? Nochmal? Wie alt warst du? Da war ich dann 21, schätze ich. Okay, ja. Okay, ja. Also 5 Jahre her. Und das Witzige, also das Praktische war in Berlin, in Nürnberg in der WG habe ich 180 € gezahlt. Das heißt, mein Kindergeld, das war die Miete. Und mein Ausbildungsgehalt war dann so mein Geld. Und ich dachte halt so, ja gut, ich muss halt einfach nur Geld verdienen, damit meine Eltern auch so ein bisschen gelassener sein können. Und ich habe denen halt so gesagt, ja, ich werde jetzt Modedesigner und das wird schon alles passen und so. Alex war auch dabei und saß dann immer den Kopf geschüttelt und war so, also Peter, die haben ein paar Leute auf Instagram geschrieben, dass sie deinen Pulli schön finden. Ja. Komm mal runter. Ehrliches Feedback, ja. Genau. Ja, und jetzt, genau, um mich kürzer zu fassen, das war so der Ursprung von Bubblegum. Genau. Aber um zurück zum Punkt zu kommen, das war dann, ich bin nach Hause gezogen, ein paar Monate später, ich habe noch 2-3 Monate in Nürnberg verbracht, bin wieder nach Hause gezogen und dann kam so ein bisschen, in dieser Zeit habe ich dann Bubblegum richtig angefangen. Habe mir eine Druckerei gesucht, am Anfang habe ich tatsächlich die ersten Bestellungen, so 20, 30, 40 Hoodies, selber noch benäht, selber immer noch mit einem Edding einfach draufgeschrieben, mir dann irgendwann eine Druckerei gesucht, um das Ganze professioneller machen zu lassen, dass das wirklich drauf gestickt wird, dieser Patch, und drauf gedruckt wird. Und dann hat das so ein bisschen Aufwand genommen und ich habe mich eigentlich vollkommen auf Bubblegum so konzentriert, weil es dann tatsächlich anlief. Alles aber zu Hause im Allgäu so und ich war schon ein bisschen, es war jetzt nicht so viel Arbeit. Deswegen, ich war dann schon auch sehr geldorientiert. Ich wusste, dass ich die kreative Ader habe. Das ist mir halt alles super leicht gefallen. Und ich war nur so geil, Hauptsache Geld verdienen. Und habe mich verbessert mit der Zeit, habe immer mehr Shootings gemacht, immer mehr Sachen rausgehauen. War auch einer der ersten eben in der christlichen Streetwear-Bubble Deutschlands mit Jasper, glaube ich, von Young Saints zusammen. Wir waren so die ersten 2, die das gestartet haben. Er in Stuttgart und ich im Allgäu. Und das war so die Konkurrenz, die das Geschäft belebt. So. Ich habe auch eigentlich, also das kann ich jetzt auch, ich habe ihm das, glaube ich, selber schon mal gesagt, ich fand seine Sachen immer so gut und für mich war das immer so er war mir da ein Vorbild. So. Ich habe mich da viel dran inspiriert. Also an diesem Gefühl so, er weiß genau, was er macht und er weiß, wie er es macht. Genau, und dann habe ich meine damalige Freundin kennengelernt zum Anfang vom Lockdown und bin dann relativ im Lockdown, so im Sommer 2020, kam es dann dazu, dass ich in Berlin zum Modedesign-Studium angenommen wurde. Okay. War es schwer reinzukommen, oder wie? Ja, es ging. Es war einfach nur so, dass ich dachte, okay,
weil meine Eltern auch zu mir gesagt haben, so Peter, jetzt ist dann, das mit Bubblegum ist alles schön und gut, aber so was Handfestes wäre eigentlich doch, wir finden das toll und wir sind stolz auf dich, aber so was Richtiges wäre doch schon auf jeden Fall nochmal. Genau, warte mal. So, das ist alles uns noch ein bisschen zu risikoreich, so. Dann habe ich angefangen, Modedesign zu studieren in Berlin. Bin nach Berlin gezogen, meine damalige Freundin ist nachgezogen und genau, habe auch mit Bubblegum weitergemacht. Es wurde auch immer erfolgreicher, aber es wurde auch immer so, weil ich dann echt in der Zeit, also in den 4 Jahren nur vom Bubblegum gelebt habe. Ich habe zwischendurch auch mal gearbeitet, aber vom Bubblegum gelebt und war dann irgendwann auch so, ich brauche Geld, ich muss wieder einen Drop machen. Okay. So ein bisschen monetär motiviert. Mir hat es trotzdem alles noch sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch ein Muss. So. Und habe auch dann zwischendurch immer gemerkt, so, irgendwie ist alles cool, aber so 100%ig das ist es nicht, weil ich habe alles selber gemacht. Ich habe die Sachen designt, gedruckt, produziert, verschickt, Kundensupport, Instagram, alles Visuelle, alles geplant. Also ich habe keinen Schritt Arbeit abgegeben. Warum? Weil es hat mir sehr schwer gefallen, weil ich auf der einen Seite alles selber machen wollte. Ich wollte halt jeden Schritt selber bestimmen und auch kein Geld abgeben. Weil ich dann halt niemanden habe, den ich irgendwie bezahlen muss. Und wenn Fehler passieren, dann ist es meine Schuld. Weil ich damit nicht umgehen könnte, glaube ich, jemand anderen dafür anzuschnauzen, dass er einen Fehler gemacht hat, was auf mich zurückfällt. So. Ich habe auch in der Zeit, wo ich dann auch Bubblegum immer noch gemacht habe in Berlin, konnte ich so einen kleinen Keller unter meiner Wohnung mieten und habe da dann wieder angefangen zu malen. Ich hatte eine lange Pause, weil ich im Allgäu dann nicht mehr gemalt habe, nachdem ich von Nürnberg nach Hause gezogen bin, und habe in Berlin wieder angefangen zu malen und auch immer mal so sporadisch verkauft an Freunde und Familie, und ich glaube, fast jeder meiner Freunde in Berlin hat ein Bild von mir bei sich zu Hause hängen, so, weil ich auch immer halt super günstig Family-Friends-Preise verkauft habe. Und genau, dann kam im Februar 2021 kam die erste Ausstellung und von da hat es dann abgehoben. Das war dann so der Starting Point. Ja. Genau. Ja, crazy. Ja, einiges passiert in nur ein paar Jahren, ne? Ja. Okay, krass. Glaubst du, dass du dadurch nochmal viel mehr das triffst, was dich eigentlich ausmacht und was du eigentlich machen möchtest? Oder bist du an der Stelle immer noch auf der Suche? Ich habe exakt das gefunden, was ich tun will. Ich habe das Gefühl, dieser Job ist so auf mich zugeschnitten, dass ich mit niemandem im Direkten arbeiten muss. Ich kann alleine ins Studio gehen, ich kann in meinem Pensum arbeiten, ich kann die einzigen Leute, mit denen ich Kontakt habe, sind meine Käufer oder meine Interessenten. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, außer vielleicht dem Finanzamt. Aber ich muss mit niemandem reden, mich mit niemandem abgleichen, niemand sagt mir, was ich tun und lassen soll. Und das ist schon exakt das, was ich mir, ohne es zu wissen, gewünscht habe. Ja. Weil ich habe viel gearbeitet in meinem Leben, also hauptsächlich für andere. Jetzt neben Bubblegum und vielleicht der Kunst. Davor hat man ja immer mal Ferienjobs gemacht oder andere Sachen, Ausbildung etc. Und immer gemerkt, so, boah, das ist echt anstrengend. Vor allem, ich arbeite jemand anderem in die Tasche und das 40 Stunden die Woche so. Deswegen ist das hier schon, das ist ein Traum, der wahr wird. Ja, so. Ja. Und da bin ich auch immer noch dabei zu realisieren, und das so ganz angekommen in der Sache bin ich noch nicht. Ja. Ich glaube, in unserem ersten Gespräch habe ich dir auch gesagt, dass ich, oder Glückwünsche habe ich gegeben, ne? Danke. Im Sinne von, dass es ja überhaupt nicht selbstverständlich ist, wenn man freischaffender Künstler sein möchte, dass es auch dann klappt und dass man wirklich davon leben kann. Vor allem in Berlin, da ist ja die Konkurrenz oder der Pool super groß. Ja. Und schön zu sehen, dass viele Menschen sich so ausdrücken wollen, aber tatsächlich dann am Ende des Tages komplett darin aufgehen und auch finanziell das sich trägt,
ist ja wirklich sehr selten der Fall. Ja. Wie hat sich dein Verhältnis, weil du gerade eben schon ein bisschen gesagt hattest, aus wirtschaftlichen Gründen hier und dort, Bubblegum Studios teilweise geführt, wie hat sich dieses Verhältnis zu deiner Kunst, zu dem, was du tust, eventuell entwickelt oder verändert in der Zeit? Im Sinne von, wie die wirtschaftliche Lage sich verändert hat oder wie... Also du meintest ja eventuell, oder du meintest ja, dass immer wieder ein Druck vielleicht da war, im Sinne von, okay, ich muss jetzt den nächsten Drop rausbringen und so weiter. Wie hat sich das verändert für dich, dass du sagst, okay, ich habe schon jetzt was gefunden, was ich glaube perfekt auf mich zugeschnitten ist, und gleichzeitig vielleicht hat sich eben dadurch innerlich was verändert auch, dass ich das jetzt nicht mit einem Hintergedanke immer wieder auch tun muss, sondern ich tue es, weil ich Bock drauf habe. Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Das hat sich fast um 180 Grad gewendet. Die Anfangsphasen waren schon, als es dann anfing, dass sich Bilder verkauft haben, habe ich sofort meinen Job hingeschmissen. Also ich habe so einen Nebenjob, 450-Euro-Job gemacht und mein Mod hat mich sofort exmatrikuliert. Auch ohne meinen Eltern das zu sagen, war ich sofort so, endlich kann ich dieses Studium also weil es war auch ich habe 3 Semester dann halt online studiert im Lockdown, keine gute Idee gewesen. Habe das alles sofort aufgehört und bin halt 100% in die Kunst gegangen. Es ist halt relativ schnell tatsächlich gutes Geld gewesen, womit ich meine Rechnung bezahlen konnte und gut leben konnte. Das hat mir sehr viel Gelassenheit gegeben, was dieses Ding angeht, so, ich brauche mal wieder Geld und ich muss mal wieder was verkaufen. Was bei Bubblegum auf jeden Fall, bei Bubblegum war es ein Riesenaufwand für relativ wenig Geld. Und das hat sich jetzt eigentlich verschoben. Ja. So. Das heißt nicht, dass die Kunst für mich ein super kleiner Aufwand ist, aber die Gelassenheit dahinter und die Fehlerquote, die bei so einem Bubblegum-Job passieren kann, ist so viel höher. Weil jeder Schritt eigentlich, und ich habe extrem viele Fehler gemacht, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. Und bei der Kunst geht es mir halt einfach von der Hand und ich weiß, was ich tue und mache das auch schon viel länger als jetzt zum Beispiel bei Bubblegum so. Ja. Ich denke, was meine Eltern angeht, ist auf jeden Fall auch mehr Gelassenheit da. Ich denke, dass sie auch eigentlich immer schon wussten, oder das ist jetzt eine Vermutung, Mama, Papa, das könnt ihr mir dann mal sagen, dass sie eigentlich wussten, dass es gut wird und dass ich jetzt nicht irgendwo auf der Straße enden werde, so, weil ich jetzt meine Ausbildung abgebrochen habe oder mein Studium. Und sie jetzt schon wissen, okay, es ist ja eigentlich alles so, es klappt jetzt. Das hat auf jeden Fall, gibt Gelassenheit und gibt ein gutes Gefühl, auf der einen Seite zu wissen, okay, ich werde für das bezahlt, was ich liebe zu tun. Auf der anderen Seite einfach echt im Vergleich zu Bubblegum wenig Aufwand. Ja. Und wenig, im Vergleich sehr wenig Kopfschmerzen und genau, das ist dieses viel Vorbereiten, Nachbereiten, weil es eben dann nicht nur, ich design irgendwie ein Logo oder sowas und packt oder klatscht das auf ein T-Shirt, sondern da ist ja noch viel mehr dahinter. Ne? Und wenn man das vor allem dann in einem kleineren Team oder allein macht teilweise, dann ist es schon viel, was vielleicht einem nicht immer liegt und worauf man immer Lust hat. So, ne? Verstehe ich. Genau, bei Bubblegum war es eigentlich so am Anfang die Intention, ich will eigentlich designen. Und auf einmal bist du Logistiker, Kundensupport, alles Mögliche. Und dann endet es ja auch nicht mit dem Job, sondern mit dem Job hast du Sachen verkauft und dann kommt Rücksendungen etc. Und das hier ist halt Design und ein Produkt verkaufen. Und bei Bubblegum sind es dann halt 50 Pullis verkaufen, die alle verpackt werden müssen. Fehlerhafter Druck etc. Und genau. Okay. Nimm uns mal in deinen kreativen Prozess von heute rein, bezogen auf deine Bilder, bezogen auf die Kunstwerke, die du aktuell erzeugst und kreierst. Wie machst du das?
Wie gehst du davor? Was passiert innerlich bei dir? Was ist so dieser Prozess? Ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass meine Herangehensweise an die Kunst und auch wie ich mit ihr umgehe und welchen Wert ich ihr zuschreibe, etwas unkonventionell ist, weil ich einfach sehr rational daran gehe und sehr, für mich ist das runtergebrochen an Handwerk, wo jetzt keine krasse Metaebene irgendwie drin ist, wo man sagen könnte, hey, das und das sehe ich da drin und das sind die Emotionen, die ich dann beschreiben wollte und die Geschichte, die ich erzähle. Ich will keine Geschichte erzählen mit meinen Sachen. Ich will ein Gefühl erzeugen. Als allererstes soll eigentlich es schön sein. Man soll es anschauen und es soll, ich sag dir gerne Eye Candy zu. Es soll süß fürs Auge sein und es soll schön zum Angucken sein. Alles, was danach passiert, super. Nice to have, aber ist nichts, wo ich mit ist dir überlassen sozusagen. Ja, genau, absolut. Ist dem Betrachter überlassen und ich bin nicht, das ist ja das Ding, für mich ist ja ich würde auch malen, wenn ich es niemand sehen würde. Also hast du ja auch gemacht, ja. Genau, ich habe es lange gemacht, ohne dass sich das also natürlich haben sich das Leute angeguckt, aber die Instagram-Kunstbubble ist ja erst seit 2 Jahren wirklich so, also in dem Maße existent, wie es jetzt ist so und auf einmal kann man überall und allen zeigen, was man tut und macht. Das heißt, für mich ist ja eher der Schaffensprozess und das zu machen einfach ein Ventil und auch der einzige rote Faden, der sich durch mein Leben gesponnen hat, neben den ganzen Dingen, die ich angefangen habe und abgebrochen habe. So. Und ich habe so viel Verschiedenes in der Kunst eben auch ausprobiert, dass ich irgendwann zu meinen Heliumbildern gekommen bin, eben diese sanften, weichen Verläufe und dann eben auch noch so, was jetzt hier steht und hängt, was ein bisschen ein freieres Arbeiten so mit sich führt, wo man jetzt nicht wie bei den Heliumbildern auf ein krasses Rezept achten muss oder sehr präzise arbeiten muss, sondern einfach sehr viel freieres Arbeiten. Aber der Prozess zu den Heliumbildern, der muss und wird leider geheim bleiben, vorerst, weil es einfach zu viele Copycats gibt. Und irgendwie so ein bisschen Mysterium ist ja immer gut als Künstler. Aber bei den Bildern, wo man ja zum Beispiel erkennen kann, wie sie gemalt sind, das ist ja eigentlich sehr, manche wird es vielleicht an ein Kindergartenbild erinnern, so was man halt im Kindergarten gearbeitet hat. Genauso läuft es auch ab. Ich suche mir eine Palette aus, die ich schön finde, eine Farbpalette, hellere, dunklere Töne und dann wird einfach losgelegt. Dann lege ich die Leinwand auf den Boden und kritzel einfach rum. Was das vielleicht dann von anderen unterscheidet, die dasselbe machen wollen würden, ist ein Farbgefühl für Kompositionsgefühl, zu wissen, wann es Schluss ist, wann das Bild genug hat. Ja. So ein Feintuning, was sich halt über die Jahre irgendwann so eingelegt hat im Kopf, wo man weiß, okay, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, auch was schön aussieht. Ja. Das ist, glaube ich, das Ding. Der Schaffensprozess ist davon geleitet, zu wissen, was schön aussieht. Ja. Oder was für Menschen schön aussehen könnte. Ne? Meine Bilder gefallen natürlich nicht allen Menschen. Ja. Aber das Gefühl dafür zu bekommen und das Gespür dafür, was Menschen schön finden könnten und was sie sich vielleicht auch in ihre Ohren hängen möchten. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und da ist es einfach eine Reise, eine stetige Reise an Ausprobieren. Ich arbeite super viel mit hellen, knalligen, leuchtenden Farben, die alle sehr energetisch sind. Dann gibt es aber auch Bilder, die sehr ruhig sind. Also es ist alles ein Ausprobieren und ein Kompositionieren oder wie nennt man? Komponieren. Ein Komponieren aus Farben und ich lerne mit jedem Bild neu dazu. Jedes Bild, was ich male, ist eigentlich eine Malstunde für mich. Also und dann verkaufst du das am Ende des Bilds. Und manchmal ist es so, manchmal ist die Intention dabei, okay, das wird jetzt ein richtig geiles Bild und dann klappt es auch. Manchmal wird es überhaupt nichts in meinen Augen. Und ich habe das größte Learning aus den Bildern, die richtig scheiße werden in meinen Augen, weil ich dann weiß, okay, so sollte ich es nicht mehr machen. Und das verkauft sich dann trotzdem, das Bild. Ja, okay. Weil ich halt nicht. Das darfst du wohl nicht zu laut sagen. Ja, ich bin damit super ehrlich, weil ich halt
weil ich halt nicht mehr die Distanz zu meinen Bildern habe, die du jetzt hast zum Beispiel. Oder wenn sich jemand ich würde das halt gerne mal wieder mit fremden Augen sehen können, weil ich auch meine Lieblinge habe. Ne? Ich habe halt meine Farben und meine Bilder, wo ich mir denke, würde ich mir ein bisschen selber aufhängen. Und dann gibt es Bilder, die ich in die Ecke stelle und sage, das Problemkinder müssen erstmal in der Ecke stehen und die schmollen. Die habe ich auch lieb, aber ich brauche meine Distanz. Ja, genau. Ich habe meine Lieblingskinder und Okay. Dann holt man die nach ein paar Wochen wieder raus, arbeitet weiter dran und dann wird es vielleicht was oder am nächsten Tag direkt abgezogen und neu gemalt. Aber ja, das ist so meine Herangehensweise daran. Ja, das ist ja echt sehr, sehr spannend von dir zu hören. Wenn ich das mal so in meinen Worten zusammenfassen darf, du kombinierst, glaube ich, vieles. Du meintest, du gehst rational dran und gleichzeitig hört sich das aber so an, wenn es dann aber wirklich um den oder wenn es dann darum geht, das Bild wirklich zu malen oder zu kreieren, denkst du gar nicht so viel drüber nach, sondern du fühlst es, du machst es, du bist einfach da mit all deinem Sein und natürlich deine Erfahrung und das, was dich trainiert und geprägt hat bisher. Aber du baust dir da keine mentalen Blockaden oder verlierst dich in zu großartigen Intentionen, dass das Bild irgendwie ein riesiges Warum oder eine Geschichte haben müsste, sondern es ist dann einfach so. Oder? Ist es. Ist gut auf den Punkt gebracht, ist auch gut, mal das so zu hören. Ja. So, deswegen glaube ich, mega interessant, das so zu hören und auch, was du bisher, glaube ich, ausprobiert hast und was ich bisher gesehen habe, würde ich auch sagen, beschreibt dich immer zu einem gewissen Aspekt und zu einem gewissen Teil. Weil ein Bild kann, glaube ich, nicht alles von dir preisgeben. Es hat ja immer nur, oder meistens hat es einen gewissen Stil, den du verfolgst oder eine Serie, die du gerade schaffst. Aber wie du meintest, mal knallig und ich sehe das schon in deinem Charakter, mal vielleicht ruhig und hey, etwas meditativer, wenn du so möchtest, oder wie sagt man? in sich ruhender. In sich ruhender oder wenn etwas abstrakter ist oder etwas konkreter ist. Ich glaube, all das spiegelt immer wieder mal einen gewissen Teilaspekt von dir wider. Ne? Ja. Und so würde ich das wahrscheinlich beschreiben, wenn ich deine Kunstwerke in Verbindung mit dir sehe. Wo führt dich die Reise gerade hin? Ist erstmal auf jeden Fall, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Das ist immer interessant, das nochmal von anderen von außen zu hören. So, ne? Lässt du da viel reinreden oder hörst du dir viel an? Was mein Handwerk angeht, nee, da spreche ich, also da lasse ich mir eigentlich nicht, was heißt lasse ich mir nicht sagen, es ist schwierig. Ich glaube, Menschen oder viele können nicht verstehen, was ihre Kommentare, wenn jemand sagt, hey, mal doch mal so oder mal so, das überhaupt nichts bringt. Weil, also ab und zu kann so ein kleines Wording von jemandem, der vielleicht auch ein gewisses Farbgefühl hat und ein Ästhetikgefühl hat, kann eine gute Inspiration sein. Zu 90% ist es aber so, ja, okay. Danke für deinen Kommentar. Danke für deinen Kommentar. Ich meine, das ist ja dann nicht böse, aber es ist halt einfach schwierig dann zu sagen, so, die sind halt einfach nicht drin. Für die meisten Kommentare davon sind aus ihrem Blick, was sie schön finden würden, wenn sie sagen würden, hey, mach doch mal ein schwarzes Bild. Und wenn man sich meine Bilder anschaut, ich habe noch nie mit schwarz gearbeitet. So. Oder halt relativ so braun oder sowas. Und dann, ja, ist das dann schwierig. Oder was heißt schwierig? Für mich ist dann so, ja, passt. Okay, danke. Wo die Reise hingeht, das, was jetzt, glaube ich, am spannendsten ist und auch bis zum jetzigen Zeitpunkt für mich noch nicht so ganz realisiert und auch immer noch eher unglaublich und surreal, ist eben die Reise nach Melbourne und die Residency dort in der Galerie, wo ich leben und ausstellen werde für ein paar Wochen, ist für mich am allerspannendsten, weil ja einfach auf der anderen Seite der Welt, anderer Kontinent, andere Kultur, Sprachbarriere, relativ große Galerie mit einer großen Soloshow, was es bis dato jetzt noch nicht gab. Ich habe zwar schon gut ausgestellt, aber nie in so einer Dimension. Und das wird schon für mich nicht so leicht
dann da zu stehen und das zu repräsentieren, was da passiert so. Und dann da auf einmal ganz viele Leute zu Besuch zu haben, die sich meine Sachen anschauen. Das ist für mich eine positive Herausforderung. Ich werde dadurch extrem viel lernen. Aber das ist gerade so der nächste Step, der ansteht. Ab zwischen den Jahren, am 27. geht's los. Und sonst ist es eben eine Expansion von diesem Atelier. Wir haben jetzt noch eine weitere Fläche, die ich mit jemandem mir noch teilen werde, weil ich so ein bisschen aus allen Nähten platze. Und mehr Platz ist ja immer gut, also für mich zumindest, weil ich gerne groß male und viel male und relativ stetig Bilder produziere. Was auch eine Kunst ist? Dadurch, dass ich eben auch so, also ich arbeite einfach schnell. Das hat garantiert auch mit ADS zu tun, dass ich dann schnell gelangweilt bin und Bilder schnell passieren müssen und das war früher mal anders, da habe ich wochenlang an Bildern gemalt. Das hat bestimmt auch damit zu tun, ne? Mittlerweile weiß man, sind Farben präziser gesetzt. Ich weiß sehr viel besser, was ich jetzt tun muss. Und bei Bildern, die Experimente sind, wo ich selber vorher noch nicht weiß, wie es aussieht, was sowieso immer der Fall ist, ich weiß am Anfang nie, wie das Bild am Ende aussehen wird. Aber so Experimente dauern ein bisschen länger, aber meine Classics, würde ich mal sagen, die sind in einem Zeitraum von 1 bis 2 Wochen gemalt. Und dann auch immer eben eine Stunde dran gemalt, dann muss es erstmal trocknen, ein paar Tage später wird weiter dran gemalt. Okay. Und genau. Ja. Ja, interesting. Ich meine, der Aufstieg in Anführungszeichen, beziehungsweise der Durchbruch, der jetzt so in dem letzten Jahr ungefähr kam, der kam ja sehr schnell und sehr abrupt so. Wie würdest du das beschreiben? Was hat sich innerlich bei dir getan? Wie hast du darauf reagiert? Bist du klargekommen? Du meintest, du hast sehr schnell dann eine Entscheidung getroffen zu kündigen, beziehungsweise das Studium abzubrechen und dich darauf voll zu konzentrieren. Aber ich glaube, da geht ja noch einiges so sonst in einem oder vor, dass man euphorisch ist, dass man das vielleicht gar nicht fassen kann zum Teil, dass es jetzt losgeht und dann kommen gewisse Zahlen rein, eine gewisse Reichweite und so weiter. Wie war so die innere Reise an der Stelle bei dir? Ich habe mich extrem gefreut, als es angefangen hat. Und ich war erstmal sehr ungläubig. Ich dachte so, gut, das passiert jetzt einmal, dass jetzt die 2, 3 Bilder für ein paar 100 Euro verkauft haben. Dann kam irgendwann die Realisation mit Verkauf nach Verkauf, dass das jetzt das Ding wird. Und dann habe ich, glaube ich, da war irgendwann eine Woche, wo ich wirklich für den Zeitpunkt extrem viel verkaufen konnte in einer Woche. Und danach kam ein richtiges High. Also ich bin geschwebt so. Ich hatte, also auch im Negativen eher, also nicht so, sondern ich bin halt hab voll die Relation dazu verloren. Ich dachte auf einmal so, nicht so dieses, ich bin der König der Welt, aber ich dachte so, krass, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, ich habe echt viel Geld verdient. Kann aufstehen, wann ich will, schlafen gehen, wann ich will. Ich kann feiern gehen, ich kann mir Klamotten kaufen und habe alle anderen bemitleidet. Ich war so, ihr müsst alle normal arbeiten, ihr tut mir leid. Okay. Das hat so echt einen Monat angehalten, weil es halt auch ein krasser Ego-Push war, der mir aber nicht gut getan hat. Also der erstmal dazu geführt hat, dass ich Relation zu Geld verloren habe. Okay. Zu einem gewissen Maß. Und ja, maßlos, also ich bin sowieso immer recht zügellos gewesen, was Spaß und Genuss angeht. Und habe halt einfach Geld rausgehauen. Zum Glück kam das Geld dann auch immer relativ nach, ne, mit den Verkäufen, aber ich bin damit erstmal nicht gesund umgegangen, würde ich sagen. Irgendwann hat diese Euphorie auch dann mal nachgelassen, wenn dann auch mal wieder weniger verkauft wurde und ich gemerkt habe, okay, das hätte mit dem Geld auch ein bisschen sparsamer umgehen können, wenn man dann manchmal wirklich wieder an so einem
0 Euro Kontostandpunkt ist, was für mich nicht neu war, aber ne, der Schritt zurück ist immer sehr viel schmerzhafter, ist in Relation zu, wie leicht der Schritt nach vorne geht. So. Wenn man ein paar Schritte schon vorwärts so, wenn man an so einen gewissen Kontostand gewöhnt ist und auf einmal 2 Wochen später ist wieder alles anders und du bist so auch am Verzweifeln und denkst so, scheiße, ich habe voll über meine Verhältnisse gelebt, ich muss wieder mich mal zusammenreißen. So. Und auch die Angst, dass es in jedem Moment wieder vorbei sein kann. So, wer garantiert mir das? Ist jetzt immer noch so. Wer garantiert mir, dass es in einem Monat oder in einem Jahr, wie es dann aussehen wird? So, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dass es sich komplett verändern wird ins Negative, aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit ist da. Ja, und dann habe ich mich da so langsam eingegroovt und dann hat sich es auch langsam balanciert, so, dass es dass auch dieses High-Gefühl nachgelassen hat von, okay, ich muss mir jetzt eigentlich keine Sorgen mehr machen, nicht so wirklich Sorgen machen um Geld oder mir Gedanken darum machen. Das wurde so ein bisschen zur Normalität und hat sich eingependelt so. Jetzt ist es, das war so vor 1,5 Jahren ungefähr, dass das dieser Schuss nach oben ging. Jetzt sieht das alles auch schon wieder sehr viel anders aus. Zu der Zeit habe ich in meiner Wohnung gemalt, auf 30 Quadratmetern. Da kann man sich vorstellen, wie das da aussah. Habe extrem viel gekifft und habe eigentlich so in den Tag hineingelebt. Und war halt so voll in meinem Film und war so gedacht, ey. Das typische Bild, was man manchmal so hat von einem Künstler. Genau, das sehr, sehr, sehr das Klischee erfüllt und es hat mir dann auch irgendwie sehr viel gegeben. Bin barfuß in meinen Birkenstocks so durch die Straßen gelaufen und habe alle bemitleidet und dass wir müsst arbeiten und ich kann mir hier um 12 Uhr mein Frühstück holen und so. Also musste auch sein, dieser Punkt musste kommen. So. Ich glaube, das ist für mich immer wichtig, diese Gefühle einmal zu durchleben, um die danach zu beurteilen und einordnen zu können. Ja, der Mensch will manchmal nicht anders lernen, ne? Nee, aber vor allem ich. Das ist immer so, ich muss es einmal gespürt haben, bis ich es beurteilen kann. So High Sensation Seeking einmal gefühlt haben, und vielleicht nochmal fühlen und nochmal fühlen. Ein paar Runden drehen, bis man es endlich, oder bis es mal laut knallt. Dann auch gerafft hat. So. Ja, genau. Was würdest du sagen in dem Ganzen, was hat es dich gelehrt? Also was hast du Neues über dich selbst gelernt, bezogen auf deine, ich sag mal, Abgründe, die sich dann aufgetan haben, weil vielleicht mehr Ressourcen zur Verfügung standen und mehr Freiheit, weil mehr Freiheit bedeutet ja meistens nicht unbedingt, jetzt ist alles tipptopp so und jetzt kann ich oder mach genau das, was ich dann tun will oder was gesund wäre mir gegenüber, sondern dann merkt man plötzlich, oh, da sind ganz andere Sachen und intrinsische Dinge am Laufen, mit denen muss ich erstmal klarkommen und in Anführungsstrichen die unter Kontrolle bringen in dieser neuen gewonnenen Freiheit. Ja. Ich habe absolut gemerkt, wie zügellos ich bin. Wie es für mich schwierig ist, in Maßen zu leben. Sei es Party und Rausch oder Geld ausgeben. Das war für mich, habe ich gemerkt, dass ich da sehr abhängig von war. Ich habe immer recht viel ans Jetzt gedacht. Nicht zukünftig gedacht, sondern immer so ans Jetzt und habe gemerkt, wie schwer es mir auch fällt, das zu ändern. Wenn Geld da war, dann war Geld da und ich habe es rausgehauen, auch für andere. Ich war gerne großzügig und habe dieses Gefühl extrem genossen, dass das jetzt so ist. Dass man, wenn ich darüber nachdenke, vor ein paar Jahren oder am Anfang von Berlin, wo ich mit extrem wenig Geld ausgekommen bin, keine Ahnung, wo der Kontostand dann mal bei 5 Euro ist und du denkst, gut, ich habe noch ein paar Tage und Wochen in diesem Monat. Und dann kommen Abende, wo du halt das 100-fache davon an einem Abend ausgibst und für mich das so ein geiles Gefühl war. Und ich davon gezerrt habe. Und das im Nachhinein zu bemerken und auf die Fresse zu fallen, zu merken so, Alter, Peter, dir sollte man kein Geld geben. So, du kannst damit wirklich nicht umgehen und du bist absolut nicht erwachsen. An welchem Punkt hast du das gemerkt? Ich habe das immer wieder gemerkt. Ich habe das
zum Beispiel nach einer Trennung gemerkt, dass ich nicht fähig, also ich bin nicht erwachsen, ich bin nicht unabhängig. Also ich bin irgendwo unabhängig, aber ich mache mich in meiner Unabhängigkeit abhängig von anderen. Sei es in wichtigen Dingen wie, okay, wie läuft mein Leben ab, oder in Dingen wie, wer hält was von mir, wer findet mich cool, wer mag mich, wer schenkt mir Aufmerksamkeit. Und dass ich durch und durch mich da von meinem Umfeld abhängig habe machen lassen. Und halt durch mein Zügelloses war das halt so krass gebunden daran, dass ich erstmal checken musste, krass, wenn ich viel Zeit alleine verbringe, dann geht es mir auch richtig schlecht. Auch ohne Rausch geht es mir richtig schlecht. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Alkoholiker war, sondern weil ich einfach gewohnt war, immer zu konsumieren. Immer, also ob es jetzt Medien, Party und Drogen waren oder Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Einfach nicht zu Hause sein. Wenn ich zu Hause war, habe ich gekifft, saß auf einem Sofa, habe vielleicht mal gemalt, aber dass einfach hier konstant Durchlauf ist und immer was los ist so. Und habe gemerkt, ich bin nicht erwachsen. Oder ich verhalte mich nicht meinem Alter entsprechend, tue aber immer so. Ich konnte immer super spielen, ein reifer, reflektierter Typ zu sein und so zu klingen und anderen Menschen auch irgendwie da vielleicht zu helfen, wenn sie mal Probleme hatten, aber hinter der Fassade war halt ein 16-jähriger Junge, der sehr, sehr gerne viel Bier trinkt. Und da gab es einfach so ein paar Schlüsselmomente, wo man das dann mal nach einer krassen Partywoche gemerkt hat, so Peter, wenn man halt im Bett liegt und darüber nachsinnt, was man alles falsch gemacht hat am Abend davor und wie peinlich das war und bla bla bla. Und das sind dann so Momente, wo du drüber nachdenkst und denkst, also irgendwas muss sich ändern. Irgendwann muss der Cut kommen, wo der Schritt von einem abhängigen Teenie-Erwachsenen zu einem erwachsenen Mann kommt, der Verantwortung für seine Entscheidungen trägt und selbstständig an sich selber arbeiten kann und auch Fortschritt sieht und nicht einfach immer nur sagt, hey, ich arbeite an mir und rede mit Menschen, aber eigentlich tut sich gar nichts. Ja. Was hat sich dann verändert? Was sich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr verändert hat, war einmal, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, keine Drogen mehr nehme, jetzt seit knapp 5 Monaten. Dadurch hat sich auch Freundeskreis krass selektiert. Mit den Menschen, mit denen man halt viel feiern war, mit denen verbringt man nicht mehr so viel Zeit. Was auf der einen Seite super schade ist und ich auch das erste Mal erlebt habe, was es heißt, alleine zu sein und viel Zeit alleine zu verbringen, womit ich kein Problem habe, aber halt nur in einem gewissen Zeitraum. Ja. Das hat sich dieses Jahr extrem verändert und das war im Juli, irgendwann habe ich gemerkt, hat es dann mal so geknallt und ich war so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist Schluss. Das würde ich fast sagen, ist eins der prägnantesten Sachen bisher in meinem Leben, wo ich wirklich merke, okay, das hat sich komplett geswitcht. Dass diese Sachen nicht mehr in meinem Leben sind und auch die Option in meinem Kopf einfach schon so weg ist und dieses Ventil oder weil das halt Kindsein war für mich. Verantwortung abgeben, nicht mehr nachdenken und einfach konsumieren, trinken, saufen, Party machen so. Weil das so ganz viel gebündelt mein Kind noch in mir drin gehalten hat, was ich auch nicht abgeben wollte. Und dadurch zu merken, dass das jetzt weg ist, das hat schon krass was getan so. Mein Umgang mit Geld, das werde ich, glaube ich, lange lernen müssen. Manchmal sinnvoll, manchmal sinnbefreit. Aber das wird auch immer besser, würde ich sagen. Es passiert einfach sehr, sehr viel. Ich merke einfach dieses nüchterne Leben. Ich habe lange gedacht, also hättest du mir am Anfang des Jahres gesagt, dass ich dieses Jahr damit aufhöre, Party zu machen, hätte ich dir gedacht, Alter, safe nicht. Wie soll ich denn ohne Spaß haben im Leben? Das war wirklich, wenn man es runterbricht, das ist immer so eine Floskel, die man erzählt, aber ich dachte das wirklich. Ich dachte so, ich weiß, weniger trinken und so, aber so ganz ohne, wo ist da der Spaß?
So, ich will mich ab und zu einfach dermaßen abschießen. Mhm. Das will ich, manchmal denke ich da immer noch drüber nach, weil ich es halt so krass gewohnt war. Aber ich merke krass, wie dieses Leben ist alles halt nüchtern gefühlt und gespürt. Alle Hochs und alle Tiefs. Ist sehr viel ehrlicher und sehr viel ernüchternder im positiven Sinne und erwachsener. Und das hat sich so, wenn ich es jetzt grob überschlage, hat sich das geändert, ja. Wow, das heißt, du hast irgendwo den Mut gefasst und auch eine gewisse Entschlossenheit, einfach mal an dir wirklich zu arbeiten, wirklich die schweren Prozesse intrinsisch anzugehen. Das jetzt seit einem halben Jahr, sagst du ungefähr? Ja, circa. Und sich irgendwie einem selbst zu stellen wahrscheinlich, ne? Was würdest du sagen, wie stehst du aktuell zu deinem dein Inner Child? Ja? Also was ist dein Verhältnis zu Peter Ronsdorf klein in dir? Also ich meine das im Sinne von, was du beschrieben hattest, ist ja dieses, ne, man wird irgendwie nie erwachsen, ne? Boys gonna stay boys so. Ja. Das wird teilweise immer so sein. Gleichzeitig ist ja die Antwort auch nicht, okay, ich töte das Kind jetzt. Ich töte das Kind jetzt so und keine Ahnung, definiere mich neu, sondern es ist eine Art Versöhnung, die stattfinden muss und ein Heranreifen dieses inneren Kindes in einem. Ja. Wie würdest du dein aktuelles Verhältnis zu dir selbst sozusagen beschreiben? Sehr interessante Frage. Was mir dabei gleich einfällt, würde ich sagen, ist, dass ich merke, wie ich das so ein bisschen aussieben kann. Ne? Es gibt ja von dem Kindlichen gibt's ja Gutes und Schlechtes, was man mitnimmt. Ich glaube, was ich ein bisschen ablege, ist die Rücksichtslosigkeit. Gerade mir gegenüber. Und halt nicht irgendwelche Taten, also nichts mehr irgendwie tue und mir scheißegal ist, was danach passiert. So. Sondern dass ich sehr viel überlegter daran gehe, was ich tue und was die Konsequenzen davon sein können. Und so eine Scheißegal-Haltung ist ein bisschen gegangen oder gedämpft. Also sie ist immer noch ein bisschen da. Und ich glaube, das ist auch gut so, ne, bis zu einem gewissen Grad. Gerade eine Scheißegal-Haltung gegen darüber, was andere Leute von mir denken, was Leute von mir wollen, was sie für eine Erwartung an mich haben, was für eine Rolle ich für sie spielen soll. Gerade wenn man jetzt mal auf den Glauben kommt, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, aber authentisch dafür zu stehen, was ich bin und was ich denke und was ich glaube und was ich will. Weil wenn ich daran denke, wie ich als kleinerer Junge war, dann auf der einen Seite war ich schon sehr bedacht, was die Leute von mir denken und das war mir wichtig. Auf der anderen Seite konnte ich eigentlich nicht anders, als authentisch für das zu stehen, was ich bin, weil es mir sehr schwer gefallen hat, jemand anderen zu spielen. Irgendwie jemand darzustellen, der ich nicht bin. So. Und das ist, glaube ich, ja, auf der einen Seite diese Rücksichtslosigkeit abzulegen, auf der anderen Seite trotzdem weiter dafür einzustehen, was ich bin und mich nicht zu verstellen und zu einem gewissen authentischen Bild einer selbst zu finden. Ja. Und weiter zu spielen. Ja. Weil das ist für mich hier trotz der ganzen Handwerk und technischen Sachen und der Präzision, die manche Bilder so mit sich bringen müssen, ein Spielen. Ein freies Gedanken laufen lassen und einfach machen. Ja. Interessant, oder? Also diese Dynamik, diese Kombination von etwas, was kindhaft, charakterlich sein sollte im Leben und andererseits in Verbindung mit einer gewissen Reife, die aber nicht das Kindsein verwehrt, sondern eigentlich in der besten Form fördert, aber eben das, was unreif wäre oder das, was potenziell gefährlich oder destruktiv wäre in dem Ganzen, doch vorbeugt. Ne? So filtert ein bisschen. Ja, das ist irgendwo wahrscheinlich
um auf das Thema des Podcasts zurückzukommen, so ein bisschen die Kunst des Menschseins auch. Ne? Ja. Da diese gewisse Mitte zu finden, diese Balance oder dieses Zusammenspiel zwischen, ich muss jetzt nicht der alte, konservative, voll spaßverderbende Mensch werden, weil ich jetzt glaube, erwachsen zu sein, sondern ich darf Kind sein, ich darf mich ausprobieren, ich darf dieses Kindhafte in mir weiterhin fördern und gleichzeitig aber nicht rücksichtslos, nicht vollkommen kopflos an Sachen rangehen, die potenziell mir schaden, meinem Umfeld schaden, nachhaltig, negativ vielleicht Dinge beeinflussen in meinem Leben, sondern im Gegenteil, so die perfekte Kombi zu finden. Ja. Ja. So wie Peter Pan. So wie Peter Pan, ja. Das ist, wird heutzutage ganz oft, glaube ich, als Beispiel genommen. Ne? Ja. So, okay, wie findest du zu einer weiterentwickelten Version deiner selbst, ohne dich zu verlieren aber? Ja. Ohne nicht mehr authentisch zu sein. Ja. Und so weiter, ja. Sich nicht zu verleugnen, also, Ja. weil ich glaube, das passiert einigen. Gerade in der Bubble, in der wir uns so bewegen, der Kreativschaffenden, es wird ganz schnell eine Maske halt aufgezogen. Weil man dadurch ein bisschen Verletzlichkeit vorbeugt, dass er an jemanden verletzen kann. Und wenn ich sowieso mit dem Selbstzweifel, mit dem man dann vielleicht kämpft, dass man einfach eine Maske aufziehen kann und sagen kann, ja, ich bin eigentlich nicht perfekt. Also nicht, weil man denkt, dass man perfekt ist, sondern weil man perfekt sein will. Und weil man den Anspruch hat, irgendwie das auch bieten zu wollen. Gerade als Influencer oder als jemand, der einfach auf Social Media auftritt, will man einfach eine perfekte Fassade bieten. Weil es natürlich mir ein schönes Gefühl gibt und den Menschen, die es anschauen, die dann auch nochmal darüber nachdenken, ich bin nicht perfekt, die sind perfekt. Und das nicht zu machen, sondern halt, natürlich achte ich darauf, dass mein Content schön ist. Ja. Aber nicht, dass er falsch ist oder unauthentisch oder eigentlich was darstellt, was nicht der Realität entspricht. Ja. Ja, das ist auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Ne? Ja. Das Darstellen, das Maskieren und einfach die ganze Social Media oder die dunkle Seite von sich darstellen und Social Media und all den Kanälen, wo man Highlight Reel nach Highlight Reel sieht und etwas bespielt, was man gar nicht selber lebt und gleichzeitig aber doch das Rad füttert und irgendwie doch Teil von einem Zirkus irgendwo wird, ne? Ja. Der sich spinnt und spinnt, aber Zirkus ist aber nur eigentlich das fördert, was gar nicht so gut ist. Social Media, du. Ich habe auch gerade eine Pause gemacht. Ja? Also eine kurze Pause. Du warst schon gerade so richtig euphorisch. Ja, so. Yes. Aber ich musste gestern wieder online gehen, weil ich ein paar Sachen posten musste für den Podcast. Ja, wenn man wieder muss. Wenn man muss, ne? Das Wie lange ist die ging's? Ausrede. Vielleicht 5 Tage. Okay. Aber ich hab's halt gelöscht, so, ne? Ja. Die App gelöscht? Ja, genau. Okay. Nicht den Account gelöscht, keine Sorge. Aber ich bin ja jetzt neu sozusagen in der Podcaster-Szene. Ja. Das heißt, irgendwo ist es jetzt auch Pflicht, diese Kanäle zu führen. Schon interessant auch. Schon interessant. Wo war ich? Du hast eine Social-Media-Pause gemacht. Ja, genau. Wie hat sich das angefühlt? Oder wie kamst du dazu, dass du das machen wolltest? Ich habe gemerkt, ich war einfach viel zu ungesund an der Stelle unterwegs. Also der tägliche Konsum, die Stunden, die da reingingen, das war auf einem gewissen Level, wo ich mir dachte, das kann nicht. Also wie du davor auch schon meintest, man weiß es irgendwie immer, man hat so ein Gefühl dafür, aber bis es zu einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt reicht's und jetzt muss sich wirklich was verändern und nicht nur im Kopf, aber in ein paar Stunden machst du genau das weiter, was du eigentlich davor nicht mehr machen wolltest. Ja. Das hat irgendwie ein bisschen gedauert. Und irgendwie, also das war wieder was ganz Neues für mich, mit dem Podcast zu starten und dann einfach sehr aktiv zu sein.
und dann aber ständig auch sich inspirieren zu lassen. Und ich hab schon gemerkt, neu gemerkt, das ist wirklich wie eine Droge. Ne? Das ist ein richtiger Rausch, dieses Never-Ending Scrolling, dieses dann doch auch noch die Ausrede zu haben, das könnte ich doch voll gut noch einbauen, das nehme ich doch als Inspiration für den Podcast oder für das, was ich tun möchte. Das sind doch tolle Themen und Gedanken und das ist doch voll die geniale Quelle. Und der Algorithmus, ne, der merkt sich das, der wird ja dann trainiert, genau das zuzuschneiden auf dich. Ja. Und du kommst da einfach nicht mehr los. Und da dann zu sitzen oder im Bett zu liegen und ständig zu scrollen und spät schlafen zu gehen und morgens mit dem Handy aufzustehen und den ganzen Tag irgendwie nur noch am Screen zu hängen, das kann ja kein Leben sein, sagen wir es so. Das kann ja kein Leben sein. Deswegen, hatte ich mir da selber so eine Pause auferlegt. Ich weiß, dass du auch selbst ein Limit hast, ne? Täglich, um einfach auch da in einem gesunden Abstand zu leben. Obwohl du eigentlich auch sehr viel an Content hochlädst oder kreierst, weil es ja irgendwo Teil von dem ist, was du tust. Und, wie gehst denn du damit um? Ich habe also ich glaube, wir erleben alle dieses Ding, dass wir merken, dass es echt eigentlich zu viel ist und dass wir alle, also wenn ich jetzt von mir spreche, einfach super abhängig davon bin. Jetzt nicht, also ich bin jobmäßig auch abhängig davon, aber im Sinne von addicted. Es hat bei mir auch manchmal echt krasse Hochphasen gehabt, gerade als ich vor ein paar Monaten habe ich TikTok gelöscht, seitdem auch nicht mehr runtergeladen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Aber ich glaube, aus dem Kosmos bin ich raus, aber ich hatte TikTok und war, ich glaube, vor allem wenn man dann mal verkatert im Bett liegt, 12 Stunden auf TikTok. Wow. Und du hast eigentlich nur, ich glaube, ich habe mich mit dem iPad so hingelegt, dass ich nur noch mit meinem Daumen, ich habe das so schräg hingelegt, dass ich nur noch meinen Daumen bewegen musste und es hat einfach die ganze Zeit nur zack, zack, zack gemacht. Ja. Und nach so einem Tag fühlt man sich natürlich super. Ja. Du hast wirklich so eine sehr produktiv, Aufmerksamkeitsspanne von -3 Sekunden und habe dann irgendwann gemerkt, also auch gerade bei Instagram, also bei TikTok ist es ja nur konsumieren und bei Instagram wird es ja irgendwann, wenn du nur noch Creator bist, geht es nicht nur ums Konsumieren, sondern du kriegst was zurück. Du kriegst Likes, du kriegst Views, du verkaufst was. Dann hängt es auch noch damit zusammen, jedes Mal, wenn ich mein Handy geöffnet habe, auf Instagram gegangen bin, konnte ich mir sagen, ja, ich check ja nur, ob ich ein Bild verkauft habe, weil jede DM könnte ja ein Interessent sein. Das heißt, ich habe mir das dann auch eine Zeit lang richtig schön zurechtgelegt und gesagt, ja, ich muss, das ist alles Arbeit und so. Wo ich von Anfang an wusste, dass es Quatsch ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt man kann ja bei iPhone das einfach einstellen, dass eine Bildschirmzeit kommt oder eine Bildschirmsperre. Und dann muss man einen Code eingeben, den habe ich meinem Bruder eingeben lassen. Und genau, habe das ja einfach super runterreguliert. Viele haben das, aber drücken immer schön weiter auf. Genau. Erinnere mich in 15 Minuten, erinnere mich in 15 Minuten, erinnere mich in 15 Minuten. Heute bitte nicht mehr dran erinnern. Ja, heute kenne ich mir den ganzen Tag. Ja. Genau, ich wusste, wenn ich das mache, dass das gar nichts bringt. Und habe das meinem Bruder eingeben lassen, der das auch direkt mit seiner Frau zusammen jetzt macht und sie auch sich gegenseitig die Calls eingegeben haben. Und das funktioniert sehr gut. Ist krass, wie wenig Zeit man eigentlich wirklich braucht auf Instagram. Ich war jetzt zwischenzeitlich mal bei 30 Minuten Instagram am Tag. Bin jetzt wieder bei einer Stunde, weil ich merke, okay, es ist einfach, ich brauche es dann doch manchmal. Also dann braucht man doch. Ja. Und ich merke manchmal, wie ich dann um 12 Uhr nachts erneuert sich ja wieder, wie ich manchmal, weil ich so getrimmt bin von diesen 30 Minuten, dass ich nicht mal diese Stunde aufbrauche am Tag. Okay. Und auch einfach ein Limit bei allen Unterhaltungs-Apps etc. gemacht. Das Gehirn sucht sich dann schnell ein Substitut natürlich. Ich habe eine Doku-App runtergeladen. Und hab am Anfang abends im Bett, ich habe angefangen zu lesen wieder viel und habe halt, wenn das Gehirn dann sich doch nicht anstrengen will, geht so Doku. Das redet man sich dann auch schon, wenn man denkt, hey, das voll die kognitiven Fähigkeiten, die durch so Doku irgendwie trainiert werden. Aber ja, genau, das ist so, wie ich damit umgehe und merke gerade, okay, das reicht auch einfach eine Stunde und Instagram soll ein Arbeitstool sein und kein Berieselungsding. Gucken, wie lange sich das trägt und zieht. Aber genau. Crazy, ja, das Thema. Gut,
ein andermal nochmal weiter. Ja. Aber was würdest du sagen? Wie würde dein Traum aus? Lebst du gerade deinen Traum? Ja. Und wie würde er sich weiterentwickeln oder in welche Richtung könnte er sich weiterentwickeln? Nicht, dass du im Sinne von, hey, ich will mehr haben und dies und jenes, sondern so dieses, wo siehst du die Reise hingehend sich bewegen oder was kannst du dir unter anderem vorstellen, was es noch alles auf sich hat und was dich erwartet, sage ich mal, im Ganzen? Ich glaube, ich kann das gut, sage ich mal, wenn ich jetzt privat auf mich gehe, ohne dass ich jetzt an die Kunst denke, dann sehe ich da auf jeden Fall eine Familiengründung. Das ist was, wo ich relativ viel drüber nachdenke, eine Familie zu gründen, Familie zu bauen. Woher das kommt? Bestimmt auch durch meine Familie. Eine Gemeinschaft, in der man dann lebt, die man sich nicht aussuchen kann. So Blutsverwandtschaft, die weckt ja eine Liebe in einem, die kann man gar nicht beschreiben. Die manchmal sogar so viel ist, dass es weh tut. Da habe ich auf jeden Fall, würde ich sogar sagen, eine Sehnsucht nach. Weil ich einfach unter anderem meine Erfüllung darin sehe. Das klingt jetzt schon wissenschaftlich, mich fortzupflanzen. Aber einfach, mit einer Partnerin Familie zu gründen, Kinder zu haben, Kinder zu kriegen. Ein Hund ist auf jeden Fall, steht auch noch ganz oben auf der Liste. Wir haben schon darüber geredet. Dobermann und Mischler. Mal gucken, wie viele das werden. Das ist eine kleine Schar. Die Frage, wo man wohnt, wo man das macht, ist auch, wäre natürlich schön, irgendwie, keine Ahnung, einen großen Hof. Entweder außerhalb von Berlin oder irgendwo anders, wo es uns dann hin verschlägt, das weiß man nie. Ich würde super gerne in meinem Zuhause auch mein Atelier haben, dass ich eigentlich zu jeder Tag- und Nachtzeit malen kann und eigentlich zu Hause sein kann. Mein Traum wäre, dass ich meiner Frau ermöglichen kann, dass sie auch ihre Leidenschaft ausleben kann. Weil ich selber merke, wie krass es einen erfüllen kann und wie viel Spaß es machen kann. Das wäre so mein Traum, was Privates angeht, sage ich mal. Für mich ist halt Privat und Arbeit eigentlich ist super, super eigentlich vermischt und verbunden, aber um es mal so zu selektieren, kunstwise und arbeitsweise geht es alles schon richtig schnell in die Richtung, auch also was Wachstum angeht, was Reichweite angeht, was runtergebrochen meinen Arbeitsprozess angeht. Ich merke, dadurch, dass ich viel male und immer mehr dahin komme, wo ich hin will, was meine Erwartungen an meine Kunst angeht, läuft das alles schon echt sehr gut. Und ich habe das Gefühl, ich schaue ja nur dabei zu, wie es passiert alles. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ambitioniert daran arbeite, dass das alles so läuft, wie es jetzt ist. Das ist alles unverdiente Gunst für mich. Und super viel Segen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin eigentlich. Aber wenn ich jetzt mal träumen könnte, noch mehr träumen könnte, dann würde ich mir schon wünschen, eigentlich ein riesiges Atelier zu haben. Wirklich so 2-3 Fußballfelder groß. So eine riesige Halle mit Assistenten und alles vorbereitet zu bekommen. Ich muss echt keine Keilrahmen mehr aufbauen, beziehen, verpacken, irgendwas putzen, irgendwelche Farben anmischen, was ja alles zu meinem Job gehört und was ich auch mag. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, überspitzt ans Optimum denke, ins Atelier zu kommen, zu malen und dann wird das alles schön fotografiert. Am besten noch ein Studiomanager, der mit den Galerien kommuniziert und ich eigentlich auch nicht mehr das, was ich aber auf jeden Fall angehen will, was auch gar nicht unrealistisch ist, dass ich irgendwann nicht mehr mein Instagram mache. Sondern dass, wenn ich ins Atelier komme und male, dass die Bilder trocknen, von jemandem genommen werden, fotografiert werden, hochgeladen werden. Du machst nur noch das, was nur du tun kannst. Genau, ja. Okay, verstehe. Das ist sehr gut runtergebrochen. Ja. Was mir auch liegt und was mir nicht an mir zehrt.
unnötig zehrt. Weil ein gewisser Pain, ein bisschen Struggle ist ja auf jeden Fall gesund. Ja, cool. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ganz grob gesagt, wonach wir uns alle sehnen. Dieses in nachhaltigen Dingen des Lebens Erfüllung zu finden. Natürlich, ich glaube, selbst eine Ehe oder eine Beziehung wird nicht die Erfüllung per se sein, aber es ist nachhaltiger als kurze Beziehung zu haben wahrscheinlich und keine Ahnung, hier und dort rumzuspringen und all over the place zu sein. Ja. Deswegen dieses auf Langfristigkeit abzuzielen in der Beziehung, in der Art und Weise, wie man lebt, wo man lebt, wie der Lifestyle dann aussieht, das ist alles, glaube ich, was man überall mitbekommt, wonach sich Menschen sehnen, was einen langfristig eben mehr erfüllt und gleichzeitig dann wahrscheinlich sich noch mehr in diesen Sweet Spot zu bewegen, nur noch das zu tun, wofür man da ist, wenn man das auf diese, ich sag mal, Meta- oder spirituelle Ebene heben möchte, Bestimmung oder auch Berufung, und zu wissen, okay, das ist, wofür ich gemacht worden bin, das ist, was mir liegt, das ist meine Story und die tue ich nicht nur für mich dann oder lebt es nicht nur für mich aus, sondern auch in einem gewissen, ich sag mal, Verhältnis zur Welt, zur Not der Welt oder zu den Bedürfnissen meines Umfeldes, weil ich zurückgebe. Was wäre an der Stelle, du hast am Anfang schon ein bisschen was erwähnt gehabt, du willst ein Gefühl erzeugen oder Menschen glücklich machen, ein gewisses Eye-Candy platzieren überall, global. Und was wäre das mal ausgeführt in deinen Worten, die Art von Bestimmung, die du siehst, die auf deinem Leben liegt? Schöne Dinge erschaffen für andere. Da denke ich tatsächlich viel drüber nach, weil ich darüber nach, so was mache ich eigentlich? Und eigentlich male ich einfach nur schöne Bildchen so runtergebrochen. Aber kann man halt von zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite super rational runtergebrochen, so okay, das ist auch vielleicht die Perspektive, von der ich komme. So okay, ich male eigentlich nur Bilder und schmier Farbe auf Gegenstände. Und jemand, der dann vielleicht ein Bild kauft von mir, steht halt genau am anderen Spektrum. Und schaut das Bild an und ist davon überwältigt, dass er es haben will. Und ich muss gerade lernen, da so hinzukommen, meine eigene Arbeit zu schätzen und zu merken, dass sie wertvoll ist. Jetzt abgesehen von einem Preis oder abgesehen davon, was andere da reingeben, für mich selber zu merken, okay, es ist ein Handwerk, es ist eine Berufung, eine Profession und sie ist wichtig. Man braucht sie. Man braucht schöne Dinge in der Welt. Absolut. Und man braucht, ich kann das vielleicht noch gar nicht so wertschätzen, wie hoch oder wie schwer dieses Gewicht ist, wie schwer dieses Gewicht ist, der Freude, die es in anderen Menschen auslösen kann. Ja. Und was es ihnen für ein Gefühl geben kann, wenn es auch zu Hause in der Wohnung hängt und mit die Atmosphäre bestimmt und Menschen ein Gefühl gibt. So. Und das ist, glaube ich, das ist meine Bestimmung, das zu tun und das so gut, wie ich es kann. Alles dafür zu geben, dass ich darin besser werde, Menschen eine Freude zu machen mit dem, was ich tue. Und ich denke, das ist mein Sinn. Ja, gut zusammengefasst. Ich würde auch sagen, vor allem in Kunst hat man ja ganz schnell diesen Gedanken, okay, wozu ist es eigentlich so? Ne? Es erfüllt keinen funktionalen Zweck oder man müsste eine Funktion dafür finden, damit es irgendwie Wert hat. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht, wie das Leben funktioniert. Natürlich gibt es viele Dinge, die ihre Funktionalität benötigen, damit man, oder das Leben hat viele Funktionen, oder wie soll ich das sagen? Es gibt viele Dinge, die Funktionalität brauchen, und gleichzeitig Kunst und Ästhetik und Schönheit ist ja genauso Teil des Lebens, und da geht es weniger
diesem Aspekt des Lebens einen Zweck zuzuschreiben, sondern den Zweck in der Schönheit selber zu entdecken. Und zu merken, okay, wenn ich da jetzt sitze oder wenn ich mein Haus einrichte oder meine Wohnung oder was auch immer, wenn ich Schönheit wertschätzen kann, dann ist das schon mal eine ganz andere Sache oder dann laufe ich schon mal mit einer ganz anderen Brille durchs Leben und das Leben wird dadurch an sich wertvoller. Ja. Farbenfroher von mir aus. Wortwörtlich sogar. Ja. Vielleicht. Oder es muss nicht immer dann eine Story haben, wie du meintest. Es kann eine Story haben von mir aus, aber Ästhetik allein an sich ist schon Zweck und trägt Sinn in sich selbst. Und deswegen, glaube ich, eine bist du gute Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe, auf jeden Fall, ja. Voll. Bist du voll, glaube ich, in der Lane auch unterwegs, ne? Das auszuleben, das zu praktizieren und zu kreieren irgendwo auch, um Schönheit zu erzeugen. Ja. Und es ist immer noch, also es ist nicht so leicht, das irgendwie so das zu akzeptieren, weil man ja so drauf getrimmt ist, so ich will meinen Teil dazu beitragen und das, was ich tue, soll irgendwo ein Gewicht haben in der Gesellschaft. Und zu merken, dass so wie man einen Mechaniker braucht für Autos, die uns von A nach B bringen, braucht man schöne Sachen in der Welt. Voll. Wie würdest du in deinen Worten sagen, sieht die Kunst des Menschseins aus? Ganz runtergebrochen, das, was man kann, alles zu geben, dass man es so gut macht, wie es nur geht. Das klingt jetzt schon vielleicht ein bisschen so, halt dich ran und das, was du machst, musst du richtig gut machen. Ja. Sondern eher, ich meine es eher so, dass wir haben alle sehr unterschiedliche Talente und sehr unterschiedliche Gewichtungen in dem, was wir tun, sage ich mal. Aber wir haben alle Talente bekommen und Ambitionen und diese Dinge sollten wir unsere Energie reinstecken und in diese Richtung gehen, um das gut zu machen. Weil am Ende, wenn wir das so machen würden, sind wir alle davon erfüllt und leben alle unseren Traum. Und dazu fällt es uns auch noch leicht. So, weil wir schon gut sind in dem, was wir dann tun und wir es einfach nur noch ausbauen, perfektionalisieren. So, das ist, glaube ich, the art of being human, das dann gut zu balancieren, darin dann nicht abzuheben oder sich zu schlecht zu sprechen, sondern das in einer guten in einem gut ausbalancierten Maß zu leben und dafür zu stehen, weil das ja dann auch eine authentische Art davon ist zu leben, weil man das, was man kann, gut macht und nicht das, was man kann, mit Halbherzigkeit macht und eigentlich das machen will, was der andere macht, weil man es viel cooler findet und weil es von anderen mehr gewertschätzt wird. So. Wenn man sich vergleicht. Genau. Weil man glaubt, das Gras wäre grün auf der anderen Seite. Ganz genau, und das ist es nie. Ja, auch sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich denke, es ist dieses, seine Lane zu finden, sein Pfad, sein Weg zu finden, der für einen individuell zugeschnitten worden ist und darin maximal auch aufzugehen und es nicht nur halbherzig, wie du sagst, oder zur Hälfte des Potenzials auszuschöpfen, sondern mit all deiner Kraft und all deinem Sein zu verfolgen, dem nachzujagen und sich darin zu entfalten. Ne? Ja. Voll. Alright, Peter, wir kommen zum Ende. Die letzte Frage ist, habe ich leider verpeilt, nicht vom vorherigen Gast, aber von meinem Production-Team. Und zwar, wenn es eine Alternative geben würde zu deinem jetzigen Leben, eine Art Paralleluniversum, wenn du so möchtest, was würdest du da tun? Sehr gute Frage. Ich glaube, so Bubblegum war immer so ein bisschen, wäre so mein Backup, so wieder voll in die Klamotten reinzugehen und Klamotten zu produzieren. Da das ja aber allerdings sowieso irgendwie schon zu meinem Leben gehört, würde ich das jetzt mal nicht dazu zählen. Ich glaube tatsächlich, ich würde in Richtung Schauspiel gehen. Okay. Also irgendwie ein versteckter Traum, ja.
Ja, das ist tatsächlich so, ich würde tatsächlich jetzt das sagen, dass es mit ein Talent in diese Richtung geht, was mir aber nie so Spaß gemacht hat. Mhm. Also, ich bringe gerne Leute zum Lachen und habe auch schon oft gehört, also ich habe auch früher bei Musicals und so mitgespielt, aber nicht, dass ich ein guter Schauspieler bin, aber ich glaube, manche Sachen in der so in Richtung, nicht eine Comedy oder dass ich Komiker wäre, aber so in diese Richtung würde ich gehen, weil mir da die Sachen auch, es fällt mir leicht, aber das war zum Beispiel auch interessant, so eine Sache, die mir liegt, die mir jetzt nicht so mega viel Spaß macht. Okay. Wo ich jetzt nicht... Also eigentlich hast du keine Lust drauf, aber du würdest es auch machen. Genau, weil ich weiß, okay, der einfachste Weg, der Weg und mit den wenigsten Hindernissen, so für jemand anderes zu arbeiten, das würde, glaube ich, nicht. Okay, die Prioritäten sind aber noch die gleichen, ja? Ja. Sehr gut. Der Persona bleibt die gleiche. Genau, das wäre, glaube ich, eine Alternative, die ich sehen könnte. Oder vielleicht auch so einen Ass im Ärmel, falls irgendwann mal alles schief geht. Obwohl man ja auch noch eine viel längere Reise vor sich hat, um da irgendwie Erfolg zu haben. Aber ja. Ja, schön. Was für ein Abschluss. Vielen Dank erstmal. Sehr, sehr gern. Dir, Peter, für das Gespräch hier, dass wir in deinem Atelier, in deinem Studio hier sein durften und genau diese Folge aufnehmen durften und Einblick bekommen haben in dein Leben, in deine Reise, in deinen inneren Prozess, deine kreative Arbeit, was dich ausmacht und was du denkst über die Kunst des Menschseins und wie du es auslebst. Und deswegen merci beaucoup an der Stelle. Ich habe zu danken. Schön, dass du da wart. Yes, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr bisher es geschafft habt, weiter am Ball zu bleiben, dann freut uns das natürlich sehr. Vielen Dank fürs Reinschalten und Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne abonnieren. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gesehen, über 1000 Leute haben den Spotify-Kanal abonniert. Da bin ich super dankbar für, dass erst nach ein paar Monaten schon echt eine treue Hörerschaft sich aufgebaut hat. Und das ist genial zu sehen. Falls du noch nicht abonniert hast, dann mach es doch gerne, wenn du weiterhin einfach auf dem Laufenden bleiben möchtest an dieser Stelle. Und teilt es gerne mit an eure Freunde und Kollegen und Kommilitonen und wer auch immer vielleicht reinhören sollte. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Peace out. Bye, bye. Tschüss.